Ihr kennt das ganze Spiel, LED-Blinker bei einer K100. Hier ist das Warnblinkrelais. Wenn wir dann blinken, haben wir das Problem. Und da gibt es eine ganz einfache Lösung. Dazu bauen wir das Ding jetzt erstmal aus. Die beiden Schrauben hier habe ich schon gelöst. Da braucht man nur eine 8er Nuss quasi oder einen 8er Steckschlüssel. Dann können wir das hier unten einfach den Stecker ziehen. Zack, ganz einfach. Und schon haben wir das Teil in der Hand. Und jetzt zerlegen wir das. Zum Zerlegen hier einfach diese kleinen Widerhakendinger an den Seiten ein bisschen weghebeln. Dann kriegen wir das an der anderen Seite auch noch hin. So. Können wir noch so rum mal. So holen wir es raus. Jetzt sehen wir hier schön die Platine. Das ist die tolle Platine mit den verschiedenen Pins. So, und jetzt gilt es bei diesem Controller den zweiten Pin jetzt von dieser Seite hier von oben den von der Platine zu trennen. Dazu kann man hier diesen Steg unterbrechen. Das Schöne ist auch, wenn wir hier den Steg unterbrechen, durchschneiden quasi mit einem Messer oder sowas, können wir immer noch die Verbindung nachher hier rüber mit einem kleinen Draht löten, falls was nicht funktionieren sollte. Dann machen wir das jetzt mal. Vorher könnt ihr dann noch mal mit dem Messgerät die Kontakte durchpiepsen. Weil wenn es nachher nicht mehr piepst, dann wisst ihr, dass es durchtrennt ist, das Teil. Also gilt es jetzt hier den Steg zu durchtrennen. Soweit habe ich es jetzt durch. Es piept auch nicht mehr. So piept es, so nicht. Also es sieht aus, als hätte ich jetzt die Unterbrechung drin. Dann teste ich das Ganze jetzt mal am Motorrad. Also die Leiterbahn hier, die habe ich einfach durchtrennt mit einem spitzen Gegenstand. Ich habe in dem Fall jetzt einfach ein kleines Messer genommen. Die Leiterbahn ist nicht mehr durchgängig. Das habe ich mit dem Messgerät hier noch geprüft. Und jetzt sollte es funktionieren. Also das Relais zum Testen einfach einbauen. Kann man auch ohne Verpackung machen. Die Verpackung können wir, nachdem wir es angeschlossen haben, gleich noch drüber machen, damit es nicht irgendwie Masse bekommt am Rahmen oder so, damit wir sicher gehen können. Und geht das jetzt so schwer hier rein. So, jetzt ist es drin. Jetzt hole ich noch die Verpackung schnell. Einfach das drüber stülpen, damit es keine Probleme gibt und es irgendwo Masse bekommt. Weil sonst müsst ihr das nochmal auseinanderbauen, wenn es nicht geklappt hat. So, machen wir das Ganze nochmal an. Strom ist an. Blinker. Sieht doch gut aus. War doch wirklich simpler Umbau. Das Ganze jetzt noch reinstecken wieder in die Verpackung und einschrauben. Ja, dann ist das Relais quasi umgerüstet auf LED-Blinker. Ist doch schön. Klappt auch auf der anderen Seite. Also, wenn alles immer so einfach wäre.